Hallo liebe Zuschauer, wie ihr mitbekommen habt, ist die Wienert vor einigen Tagen nach hier gekommen. Sie war ja eine Woche vor einem Monat schon mal hier, da konnte man ihr nicht so viel zeigen. Und heute habe ich gesagt, fahren wir mal sukzessiv die Strände ab und da fangen wir heute im Norden an, in Bangpor. Den Strandabschnitt, da fahren wir so mal kurz ran und dann könnt ihr mal sehen, wie der Strand aussieht. Wenn ihr es hinbekommt, kommen da auch noch ein paar Luftaufnahmen dazu. So, ich habe auch die Helmkamera dabei. Die wird dann eingeschaltet. Dann seht ihr mal, wie es jetzt da unten aussieht. Wie wir jetzt gerade sehen, haben wir heute extrem Ebbe. Da werde ich gleich mal in der App nachgucken. What time we have now? I think it's 10 o'clock. Ja, genau 10 Uhr haben wir, und das ist ja wichtig für die Tidenzeiten bzw. den Tidenstand vom Meer zu beurteilen. Also momentan, was ich so da unten sehe, ist also nur vor dem Riff, was ja vorgelagert ist, so knapp 100 Meter. Da kann man schwimmen, jetzt ist es momentan nicht möglich. So, wir nehmen euch jetzt mal mit. Ja, da hinten geht es Richtung Naton und hier stehen wir jetzt, Reggae Beach war das früher, das ist ja von einem Franzosen übernommen worden, da gehen wir mal ganz kurz rein, dann zeigen wir euch mal da den Strandabschnitt, aber erschreckt euch nicht, da wird heute kein Wasser sein. Also so viel Ebbe, wie ich von hier aus sehe, habe ich noch nie gesehen, muss ich sagen. Da ist ja gar kein Wasser mehr. Oh mein Gott, das ganze Wasser ist weg. Hat einer einen Stöpsel gezogen. Hier kann man wunderbar liegen. In der Sonne gebrutzelt wird man da. Ja, und Meer ist weg. Ich schätze, so 3 Meter sind verschwunden. Das geht bis nach da hinten, wo wir normalerweise wohnen. Ja, das ist das neue Restaurant. Waren wir dieser Tage auch mal gewesen. Hallo. Ja, also seid nicht geschockt. Das bin ich schon. Das ist aber, da muss man eben halt die Gezeitenpläne sich angucken. Und wie gesagt, heute Abend ist das Wasser wieder bis hier oben. Ich kann euch schon mal zeigen, wo das normalerweise ist. Vielleicht könnt ihr es erkennen im Sand, da die dunklen Stellen, da wo jetzt die Wienante steht, bis dahin kommt das Wasser normalerweise. Was natürlich toll ist, auch was Negatives hat was Positives, wenn man jetzt da rausgeht, dann muss man natürlich spezielle Schuhe schon haben. Da kann man vor dem Riff gehen und da sind bestimmt viele bunte Fische. Da kann ich also schon fast eine Garantie für abgeben. Das ist natürlich absolut toll, da hinten zu schnorcheln. Da habe ich aber gerade was Geiles gesehen. Da muss ich schon mal die Kamera einschalten. Hier ist ein Glasboot. Das ist natürlich toll, wenn man da über das Riff fährt. Da kann man das sehen. Ja, um diese Zeit ist hier nicht viel los. Hat sich nicht viel verändert so. Sind super freundlich. Und jetzt gehen wir weiter. Nach der Corona-Zeit sind hier einige Restaurants geöffnet worden. Und auch kleine Apartments, wie man hier linker Seite sieht. Ich kann jetzt natürlich nicht in jeden einzelnen Café hier reingehen, aber
Bangpor hat sich also in den letzten Monaten nach der Pandemiezeit zum Positiven eigentlich geändert. Hier haben wir das Bubble, da war ich ja auch schon mal drin. Ist sehr schön für Kinder mit Swimmingpool-Anlage. Da sieht man das ganze Land, was das Meer zurückgelassen hat. Rechte Hand ist für diejenigen, die also hier schon mal gewesen sind, der 7-Eleven bekannt. Und dann etwa 50 Meter weiter, da ist ja der Hamburger-Stand von Daniel. Da habe ich ja Videos von gemacht, aber der ist im Moment geschlossen. Da ist er. Wir fahren aber weiter. Hier ist auch ein kleines Ressort, das sieht man von hier aus nicht. In den Luftaufnahmen kann man das sehen. Wo ich jetzt mal mit euch hinfahren möchte, da waren wir gestern Abend gewesen. Direkt am Strand hier ist ein kleines Restaurant. Haben die jetzt also auch sehr schön umgebaut. Hier hat man auch, ja, was ist das, Thai-Boxing. Das ist gerade ein paar Minuten von uns entfernt. Da sind wir gestern Abend zu Fuß auch nach hier gekommen. Da gehe ich jetzt mal mit euch gucken. Da hat man also auch einen schönen Unterstand. Man kann hier auch gut essen. Die Bedienung ist sehr freundlich. Da hat man dann auch die obligatorischen Kissen, wo man sich draufsetzen kann. Daneben an ist auch gleich eine Massage. Ganz nett. Aber heute gibt es kein Wasser, beziehungsweise bis heute Nachmittag, dann kommt es wieder zurück, denn heute Abend. Also gestern hatten wir, Vinant, where was the water? There, where you stay now. Ja? Da, wo jetzt die Vinant steht. So hoch kommt das Wasser denn. Ja? Also da braucht man keine Angst zu haben, da kann man dann auch schwimmen hier. So, und jetzt fahren wir zwei nach da ganz hinten. Da, wo ist mein Finger? Sieht man nicht. Da unten kommt er hoch. Da hinten fahren wir jetzt hin. Da sehen wir uns gerne immer den Sonnenuntergang an, weil das so eine Langzunge ist. Und die Sonne, die geht, man sieht ja jetzt die Insel nicht vom Marienpark, da hinten, wo die Frau steht. Da ganz hinten, da ist der Marienpark und da kann man die Sonne untergehen sehen. Wunderbar auch anzusehen von hier aus vom Restaurant. Da oben sieht man jetzt auch im Berg neue Häuser. Mein guter Bekannter Daniel baut die im Moment. Die sind aber schon alle verkauft. Und das ist für zig Millionen, ich glaube 20 Millionen kosten die da oben. Ja, hier ist das Royal Living vom Heinz. Da habe ich ja schon viele Luftaufnahmen gemacht. Die werde ich auch mal hier einblenden. 5 Sterne Bungalow-Anlage, sehenswert. Von hier aus kann man rechter Hand oben auch unser Haus sehen. Ist jetzt ein bisschen verborgen hinter den Bäumen. Da oben, da stehen die zwei. Ja, jetzt kann man sie sehen. Das höhere gelegene Haus. Das ist ja, was ich gemietet habe. Jetzt, wo ihr ja die Bäume seht, da war vor 2 Jahren gar nichts gewesen, da hat man dann komplett gerodet. Man wollte ja da was hinbauen und da ganz oben, da wohne ich. Und
überall sieht man kleine Einzelhändler. Hier ist die Grundschule von Bantai. Und links ist der Tempel mit der Verbrennungsanlage. Oh, wait. Fahren wir auf hier. Also man kann sagen, alle 200-300 Meter hat man die Möglichkeit, zum Strand runterzufahren. Das sind also so kleine Durchgänge. Und hier fahren wir jetzt mal, das ist eine richtig brutale Strecke. Fahren wir jetzt erstmal hoch und dann fahren wir runter. Das ist so das Ende von dem Strandabschnitt, wo wir jetzt eigentlich zu Fuß gehen, wenn wir mit dem Jam runtergehen. Da kommen wir da von der linken Seite, aber hier ist auch kein Wasser. Und dann ist man hier so ein bisschen blockiert durch die Steinreihe. Und dahinter ist praktisch das letzte Stück vom Strand von Bantai. Da ist ja auch der Nudistenstrand, der ja nicht offiziell ist, wird aber als solches benutzt. Ja, und hier ist auch ein Ressort. Da kann man auch oben die Apartments mieten. So, und jetzt fahre ich mit der Wienand hinten zu dem Punkt, wo wir normalerweise einen Sonnenuntergang sehen. Hier muss man ein klein wenig mutig sein als neuer Rollerfahrer, also jetzt hier auch hochzufahren. Da fährt man hier den Außenbereich hoch. So. Ich würde sowieso jedem mal raten, wenn er nach hier kommt, einen Roller zu mieten und dann die Seitenstraßen abzufahren. Da findet man immer was Neues. Und hier kommt das 7-Eleven in Bantai. Da fahren wir jetzt runter. Das ist eine ganz beliebte Ecke hier oben. Erstens, weil sie relativ ruhig ist. Man hat aber trotz alledem alles. Massagen, Restaurants. Und unten hat man auch kleinere Hotels. Hier rechts ist eine super Massage. Eine Steinmassage ist hier, kann ich nur empfehlen. Und hier kommt das Restaurant von Nam. Wie man sieht, leer. Kann man sehr gut essen. Auch wieder rechts hier Massagen. Rollerverleih. Also hier wollte ich eigentlich mal Einzelheiten mit aufnehmen. In meinen Luftaufnahmen, da sieht man zwar auch viel, aber wenig von Einzelheiten, wie es momentan so in den Restaurants aussieht. Und das will ich jetzt also mit dieser Filmreihe aufrichten, zudem ich dadurch auch 2 Fliegen mit einer Klappe schlage. Ich mache die Filmaufnahmen und zeige dann damit also auch der Wienand die Inseln ein bisschen mehr. Wie gesagt, ich versuche mal rumzukommen um die Insel. Das sind also einige Filme, die da kommen. Das hat man hier im Laufe der letzten 9 Jahre auch aufgeschüttet. Da beabsichtigt wohl einer, das zu verkaufen, um da drauf etwas zu bauen. Da hinten ist auch alles gerodet worden. Jetzt fahren wir mal links hier Richtung Mimosa. Was leider immer hier vorkommt, man sieht es, hier ist auch Erosion am Boden am Gange, dass also die Palmen
runterfallen. Also in den 9 Jahren, muss ich sagen, sind bestimmt hier so um die 10 Meter Ufer verschwunden. Ja. Was ihr da unten seht, das ist eine alte Boje, wie ich gehört habe. Da ist ein Reststück. Ja, und ihr seht die Leute, die gucken alle gebannt ins Wasser. Die versuchen da Fische, die da eingesperrt sind in Pfützen, oder Krebse zu sammeln. Und da ganz hinten, vielleicht könnt ihr das erkennen, da ist ja die Krake, die vor einigen Jahren ja noch im Wasser gestanden hat. Und da setzen wir uns gerne hin. Das ist ein schöner Strandabschnitt hier. Relativ ruhig noch. Und wenn jetzt das Wasser bis hier oben ist, also am späten Nachmittag, kommt das wieder zurück. Dann sieht das schön aus. So, wo ist mein Schatz? Ah, die Winnand, die fotografiert gerade. Dann lassen wir die mal in Ruhe. Man hat also hier mit der Erosion schon vieles versucht. Hier sieht man dann auch mit Steinen, um das zu befestigen, aber das Meer holt sich langsam aber sicher das Ufer. Jetzt kommen natürlich wieder die Leute mit Klima. Kann sein, ja. Kann auch vom Wetter sein, dass also im Winter, da haben wir also sehr hohen Wellengang, bis zu 1,5 Meter Höhe. Und wenn da mal ein Jahr ist, wo kräftig die Wellen hier gegen klatschen, ja, die nehmen natürlich den Sand mit. Das ist Mimosa. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Sterne, aber da können wir mal gucken. Mimosa ist altgesessene Ressortanlage, sehr schön gelegen hier. Viele Male war ich hier auch zum Frühstücken. Und wenn man sich jetzt das Meer vorstellt, wenn das bis hier oben kommt, sieht das wunderbar aus. Ja, und hier kann man auch den Pool benutzen, wenn man einen kleinen Beitrag dazu gibt. Ist also auch kein Problem. Hier hat man noch unbefestigte Straßen, so wie es früher überall gewesen ist auf Samui. Hier hat man auch kleinere Bungalows. Hier haben wir ein Ressort, wo gerne die Russen sind. Das war früher mal in thailändischer Hand. Das hat wohl ein Russe übernommen und hat das dementsprechend auch hergerichtet, wunderschön. Und da sind natürlich sehr viele Landsleute, die sehr nett sind, muss ich sagen. Ich höre immer, ja, da sind ja die Russen. Ja, lieber hier als im Krieg, muss ich sagen. Und anscheinend haben die das richtig angestellt, dass sie nach hier gekommen sind. Aber heute ist es ja leer. Ist ja leer. Das ist normalerweise voll. Vor allen Dingen von Frauen. Ja, Frauen, aber mit Kindern. In Russland ist es ja so, wer Geld hat, der lässt seine Frau im Winter in den Süden gehen mit dem Kind. Dass die also den russischen Winter nicht miterleben. Also wunderschön finde ich es hier. Jetzt fahren wir noch da hinten zur Krake, die ich da eben gezeigt habe, wo wir normalerweise unseren Sonnenuntergang sehen. Und dann ist das hier oben in Bantai, dieser Abschnitt, eigentlich beendet. Da oben kann man sich auch schön hinsetzen. Ich habe meine Freundin verloren. Mal gucken, wo sie ist. Die findet das bestimmt klasse hier. Ja, ich habe sie mal aufgefordert, soll sich das mal angucken. Da wird bestimmt was sein, auch für uns nach hier zu kommen. Ja, da kommt die Winnert jetzt auch mal gucken. Ist ja nicht weit von uns. Das ist also von hier aus vielleicht 1 Kilometer am Strand lang, zwischen den Steinen natürlich. Jetzt habe ich ja gerade die Treppe hier gesehen. Da muss ich ja mal hochgehen. Die ist mir bisher noch nie aufgefallen. Ach,
Hier oben kann man sich auch hinsetzen. Ja, da liegen die Frauen alleine. Männer, guck mal da hinten. Links, da unten liegt einer alleine. Da steht ein Hund ganz alleine im Wasser. Und da geht auch meine Winnert ins Wasser. Ja, liebe Zuschauer, habe ich nicht eine schöne Wahlheimat, wo die Sonne scheint, wo wenig Tourismus im Moment hier ist, muss ich sagen. Ich bin selber mal ein bisschen überrascht, aber schön ist es hier, wirklich schön. Und hier würde ich mit der Winnert auch nach hier kommen, um mal hier zu relaxen. Ist alles da, kommt vorbei. So, nun geht's weiter. Und ist ja im Moment keiner da, den ich belästige. Ja, und das ist jetzt die andere Seite. Hier ist das Ende von Banpor. Da an der Seite ist noch ein Ressort, was noch dazu gehört. Und hinter dem Berg, da geht es dann weiter mit Menam. Ich glaube, wir fahren jetzt nach Hause, gehen aus der Sonne raus, weil die nämlich jetzt schon sehr stark ist. Ja, das war mal ein anderer Film mit mehr Einzelheiten. Vielleicht interessiert dem einen oder anderen das. Vor allen Dingen diejenigen, die nach hier kommen wollen oder als Erinnerung haben. Und das versuche ich ja jetzt im Küstenbereich. Wie gesagt, das nächste Mal ist Menam und Boput. Würde ich mal ein bisschen detaillierter filmen. Und wenn euch das gefallen hat, Daumen nach oben und immer bis zu Ende gucken. Bis zum nächsten. Tschüss. Tschüss.